Hallo und willkommen zurück zu The Park. Ich bin jetzt eben gerade mal den Weg abgelaufen zurück zu dem quasi House of Horrors. Allerdings kommen wir da nicht ohne Taschenlampe rein. Und ich habe jetzt auch mal in der Umgebung geschaut und da war jetzt auch keine Taschenlampe. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt doch mal zum Riesenrad, weil wir auf dem anderen Weg ja auch nicht weiterkommen. Den Report haben wir schon gelesen. Ihr seht, ich komme jetzt gerade von der anderen Seite, wo wir quasi die letzte Folge aufgehört haben. Was hängt denn dahinter? Achso, ne. Ich dachte, da wäre was. Dann laufen wir jetzt mal ein bisschen schneller und ab dem neuen Weg dann quasi zum Riesenrad. Machen wir dann wieder ein bisschen langsamer. Also ich war eben nochmal quasi am Eingang. Wir sind ja direkt links gegangen und wir kommen hier gar nicht rüber. Frustrated by the fact that the plans seem incomplete. I know as well as anybody that the rules of the game can be changed with enough money, but no matter how much money talks, it can't conjure up missing plans from thin air. I've tried contacting the organization who sold me these plans and they are stonewalling me. Every contact that I had, every meeting place that I have had watched us swept bare. I have a sinking feeling that I have been swindled. We've gone ahead with what we could find in the plans regardless. The half-string machines, the transport mechanics, etc. I will probably let Nicholas name them something cute for the day we open the park. They will be rides after all. Okay, wir kommen hier gar nicht rüber. Aber wo geht's denn dann weiter? Da hinten kommen wir ja auch nicht lang. Natürlich ein bisschen die Frage. Ah, natürlich. Natürlich wissen wir, wo es lang geht. Müssen wir jetzt nochmal eine kleine Joggingtour machen. Wollte gerade sagen, hinten ist die Treppe ja auch zerstört, aber wir haben ja, ich will immer Crashcar sagen, als Autoscooter-Car. Oh, da war die uns eben so geschockt hat. Hier kommen wir aber auch nicht rein zu ihr. Noch da? Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Da kam auch nochmal ein Lüftchen direkt hinter uns her. Also, da hinten ist ja das Autoscooter, das uns den Weg zeigt, wie wir zum Riesenrad kommen. Da wir ja eh nicht direkt hin wollten, eigentlich ganz witzig, dass wir das Ganze hier so ein bisschen von hinten aufrollen. Huch, jetzt haben wir uns irgendwie festgehakt. Dann gehen wir halt hier lang. Don't be afraid. Ja, dieser mit Rechtsklick kann man dem Sohn nachrufen, ist irgendwie auch witzlos. Tell mommy where you are. Ich glaube nicht, dass wir ihn jemals wiedersehen. Und jetzt geht's hier zum Riesenrad. Ich gehe mal etwas langsamer. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Damit sind wir jetzt endlich am Riesenrad. Ich befürchte, hier wird uns wieder mal nichts Gutes erwarten. Hier sehen wir auch, wie die Schatten vom Riesenrad hier auch für Effekte sorgen. Eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Das ist atmosphärisch generell sehr geiles Spiel. Ich glaube, ich möchte da eigentlich jetzt nicht mitfahren, vor allem warum fehlt da eins?
Schutz. Mir fällt immer mal wieder eins. Stay where you are! So, aber hier ist er nicht, oder? Mommy is coming, Callum. Oh, da ist wieder was. Da müssen wir also hin. Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Oh je, da sind wieder dunkle Fenster. Mit einer... Ah nee, aber da ist der Rollladen unten. Da werden wir diesmal nicht überrascht werden. Was ist das hier? Okay, wir lesen die Seite. Wir haben mehr Zeit. Continually delayed by the incompetence of the builders. The problem is that they are locals and so they believe a lot of the rumors about what Old Man Henderson used to do here. They grew up on those tales. Every time a bolt comes loose or a wrench goes missing, those fools are crossing themselves against the black magic. Of course, that is why I chose this site over all the other potentials. Solomon Island is a nexus for dark energies and the thought of all the power just dissipating beneath the earth. It makes my skin crawl. I called in a few favors back in Brooklyn and got someone at the local academy to see if they had any interesting books about local history. Turns out they do it, and it turns out that the Old Man Henderson has some pretty strong connections to the Brooklyn crowd. Perhaps something he wrote will help me find the piece of the plans that I am missing. Ja. Kein Scarejump nach dem Lesen, das ist ja traumhaft. Also generell alles immer noch sehr, sehr merkwürdig, was hier stattgefunden hat. Wie dieser Park entstanden ist. Mich irritiert immer, dass da ein Ding fehlt. So, hier führen die Wege dann auch weiter. Eine Taschenlampe habe ich immer noch nicht. Jetzt habe ich irgendwie den Weg da rüber verpasst, oder? Ne, wir müssen hier die Schlange durch. Ne, da war der Eingang. So. Ich dachte gerade schon wieder, da steht jemand. Ah, es ist natürlich wieder unser guter Chipmunk. Können wir das wieder verlangsamen? Callum, where did you go? Am Anfang hat er immer noch geantwortet. Was ist denn das da hinten? Das ist nur die Reflexion im Glas, oder? Ja. Jo, dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Wer auch immer dieses Ding bedient, während wir uns... also müssen wir es tatsächlich erst langsam machen. Also haben wir das vorhin schon richtig gemacht. Na komm, jetzt halt schon an. Hauptsache es fährt nicht rückwärts. Und ab geht der wilde Trip. Bin gespannt, was wir jetzt sehen. Auf jeden Fall werden wir die Insel mal schön von oben sehen. Atlantic Island. Wie gesagt, die Story erschließt sich mir noch nicht so 100%. Auch eben als sie von ihrem Sohn erzählt hat, der im Auto eingeschlossen war. Und als sie zurückkam, also hat ihren Sohn allein im Auto gelassen, was natürlich unverantwortlich ist, hat sie diese Blicke vom Sheriff gesehen, wie er über sie geurteilt hat. Und ich glaube gleich... People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love.
felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Dawn and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Dawn was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Also hat Callums Vater hier gearbeitet und ist hier auch gestorben, während er am Riesenrad gearbeitet hat. Und ich wette, wenn wir jetzt aussteigen, gibt es einen Scare Jump. Deswegen schaue ich auch schon mal nach da. Ich werde mich gleich erschrecken. Das war ja noch harmlos. Das war der Grim Reaper, oder? Das sah aus wie der Tod. Was passiert, wenn wir es ganz schnell stellen? Callum sitzt nicht drin. Ich glaube, schneller geht's aber auch gar nicht. Boah. Das ist etwas gruselig. Das Geräusch war einem schon. Sehen, vor allem komme ich hier nicht raus. Komme ich nicht raus. Was ist das gruselig? So, müssen wir doch wieder hier drüben raus. So, wo gehen wir jetzt hin? So, wir sind hier. Ja, links geht's zur Brücke, zur kaputten Brücke. Das macht also wenig Sinn, also müssen wir rechts und dann kommen wir zur Achterbahn. Das ist, denke ich mal, auch der richtige Weg. Also, wie gesagt, es war eben klar, dass was kommen musste. Es musste ein Scare Jump sein. Die Taschenlampe werden wir auch noch finden und dann gibt es eben das große Finale dort in einem wunderschönen Mund drin. Träumt er nicht von, vor allem jetzt da drin zu sitzen, es schaukelt ein wenig. Er antwortet nicht mehr. Also wie gesagt, Callums Vater, als sie im 3. Monat schwanger war, hat er hier an dem Riesenrad gearbeitet, ist dabei gestorben. Einige merkwürdige Unfälle, in Anführungszeichen Unfälle, die hier passiert sind. Und das sieht auch nicht ganz normal aus. Boah, hier ist das fehlende Ding. Wo ich vorhin noch die ganze Zeit... Wo ich vorhin noch die ganze Zeit gesagt habe, da fehlt doch eins. Oh nee.
sind auch ohne Ticket gefahren. Boah, das hatte ich schon wieder vergessen. Aber mehr können wir hier nicht machen. Alter Schwede. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping a piss, feeding them. Little life-sucking monsters who take and take and take until... we all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Ich glaube, dieser Ort verändert Menschen, oder? Das, was sie gerade gesagt hat, kann sie ja nicht wirklich meinen. Mein erster Gedanke war dann, ob sie ihn vielleicht umgebracht hat. Weil ihr das zu viel war. Und wie gesagt, dass sich das alles nur in ihrem Kopf abspielt. Dass das für sie eben der persönliche Horrorpark ist. Da sind wir jetzt unten bei der Achterbahn. Da sind wir ja vorhin die Brücke nicht runtergekommen, beziehungsweise die Treppe. Und jetzt dürfen wir anscheinend auch noch Achterbahn fahren. Das haben wir ja schon, beziehungsweise ich habe das schon im Trailer gesehen. I always wanted to ride this one. Never got around to do it before. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, wenn man seinen Sohn sucht, nachts im Vergnügungspark, dann doch bitte auch mal Achterbahn fahren. Das würde ich genauso machen. Ich glaube, der Sheriff hatte recht mit seinem Blick. Aber was sie eben gesagt hat, dass sie wirklich, er muss ja sagen, dass sie eigentlich ihr Kind hasst und dass alle Eltern, die anders darüber reden, nicht die Wahrheit sagen, das ist ja kompletter Nonsens. Ride Rollercoaster. Sind wir dafür bereit? Ich denke ja. Und ab geht die wilde Fahrt. Das Coole ist immer, dass man irgendwie rausgucken kann währenddessen. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Und los geht's. Boah. Alter.
Wer war das? Wer hat dort mit uns geredet und warum sagt er, dass wir quasi die Antithese zu allem sind, für was dieser Park hier steht? Wer war das? Warum habe ich immer noch keine Taschenlampe? Ah, das war eine krasse Fahrt. Ich war kurz auch blind, als alles weiß wurde. Habe ich gar nichts mehr gesehen, aber das war schon richtig cool gemacht. Ich würde eigentlich gern nochmal fahren. Gibt es hier irgendwie noch eine Notiz oder sowas? Können wir hier rein? Ja. Können aber nichts machen, aber da ist noch eine Notiz. Vielleicht ist hier auch die Taschenlampe. Nee. Dann lesen wir noch die Notiz und dann machen wir auch Ende für diese Folge. It works. The calculations and adjustments worked. The transport and storage mechanisms seem to be flawless. What a wonderful day. If only these people knew what they were fueling. And so what if you... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. And so what if a few people leave the park at the end of the day feeling dour? Sagt mir nichts das Wort. So what if the children are more scared than excited on the roller coaster? This could be the doorway to immortality, and such doorways open only to those who have the will to find the key. Wer war das, der da mit uns geredet hat? War das unser innerer Dämon? Unser innerer Dämon, besser gesagt. Und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich finde hier irgendwie gerade keinen Weg weg. Ah, okay. Aber wer hat mit uns geredet? Take Flashlight, jawohl, endlich. Und mit dem Erfolgserlebnis, wo natürlich danach... Oh, da ist die Axt direkt mit beleuchtet. Mit diesem Erfolgserlebnis beende ich mal die Folge. Wir sind Achterbahn gefahren, haben einiges Neues erfahren, auch wenn alles sehr, sehr verwirrend ist. Immer wieder Erinnerungen, angeblich hasst sie ihren Sohn. Und jede Mutter, jeder Elternteil hasst eigentlich ihre Kinder, weil man so viel Mühe und Erfahrung und Arbeit in sie steckt und man bekommt nichts zurück. Trotzdem sucht sie ihn weiterhin. Callum, where are you? Verzweifelt. Der Vater gestorben, als sie schwanger war. Und immerhin haben wir jetzt die Taschenlampe. The witch awaits. So, und die Taschenlampe, damit können wir dann auch... Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. There will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von The Park. Bis dann.